Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 13 Assignment. Seine Sicht. Es sind 2 Tage vergangen, in denen das Mädchen mit den Jungs herumgealbert und Law aus dem Weg gegangen ist. Das Thema mit ihrem Alter ist einfach untergegangen und Beppo hat dem Zwerg bereits das Schiff, welches sich als U-Boot herausstellte, gezeigt, hat sie sich erneut einige Male verlaufen. Bis jetzt hat sie die Nächte im Krankenbett verbracht und ist dann mitten in der Nacht in eine der Kajüten des Trios gegangen, um besser schlafen zu können. Scheinbar plagen sie schreckliche Albträume, wenn sie allein im dunklen Raum liegen muss. Heute, nach dem Frühstück, schickt Trafalgar seine Vertrauten gleich an die Arbeit, um mit dem mysteriösen Weib alleine sprechen zu können. Irgendwie ist das lange Beisammensitzen, nachdem alle anderen Crewmitglieder schon längst gegangen sind, genau wie die Sitzordnung zur Gewohnheit geworden. Obwohl Pinguin, nachdem er sie im Trainingsraum gefunden hat, forderte, dass sie neben ihm sitzen solle, ist die Sitzordnung dieselbe geblieben. Der Captain sitzt am Kopf des Tisches, rechts von ihm Beppo, gefolgt von der Kleinen und Sashi, und auf der anderen Seite nur noch Pinguin, da Dan lieber im Stillen ist und der Tisch ihm zu laut wurde. »Okay, Süße, wir sehen uns später«, ruft Pinguin ihr beim Rausgehen noch winkend zu und lächelt sie kurz strahlend an. Sehnsüchtig blickt sie ihren neuen Freunden nach. Kaum ist die Tür zugefallen, schluckt sie hörbar und blickt unsicher auf ihre Hände, welche sich unruhig in ihrem viel zu großen Hemd fast schon krampfartig verankert haben. Als Law beginnt zu sprechen, zuckt sie merklich zusammen. »Weißt du etwas über deine Eltern oder anderen Familienmitglieder?« Sie schluckt erneut, schüttelt dann mit lasernden Augen und starrem Blick den Kopf. »Willst du, wenn ich dich wieder aufgepäppelt habe, auf der nächsten Insel rausgelassen werden?« Weiterhin den Kopf gesenkt, nickt sie zögerlich. Law atmet schwer aus. »Das kann aber noch dauern. Dein Bein und dein Arm müssen ganz verheilt sein und du bist unterernährt.« Wieder ein leichtes Nicken. Genervt seufzt der Arzt und massiert sich anschließend grob die Schläfen. »Sie wechselt weiterhin kein einziges Wort mit mir. Ich sehe langsam, was sie damit meinte, ihren Vater zur Weißglut zu bringen.« »Also gut. Bis dahin, ich teile dir eine Kajüte zu. Du hilfst ab jetzt mit auf dem Schiff und auf der nächsten Insel kaufen wir dir eigene Klamotten.« Ihr Kopf stellt bei den letzten Punktfragen zu Trafalgar hoch. »Du kannst bei so vielen Männern nicht immer halbnackt herumrennen und vor allem trägst du immer noch meine Sachen«, erklärt er ihr distanziert und kühl. Das Mädchen schaut kurz an sich runter. Sie trägt eine seiner Boxershorts, die sie wie eine Hotpan hochgekrempelt hat, und ein schwarz-gelbes, durch ihren Brustumfang eng anliegendes Hemd. Bis auf die oberen 2 Knöpfe halten die anderen ihre Maße gerade noch so, zwar auf Spannung, aber sie halten. Eine ihrer langen Haarsträhnen liegt ihr vorne über die Schulter. Obwohl die Sachen von der Crew als normale Kleidung vom Captain erkannt werden, bekommt die Kleine viele Komplimente und Blicke zu ihrem Körper. Die Klamotten stehen ihr und Law gefällt es insgeheim, dass sie seine Sachen trägt, doch auf seine Crew wirkt es komisch. Wer kann es ihnen verübeln? Ein Mädchen geht jeden Abend in die Kajüte des Kapitäns, läuft in seinen Sachen halbnackt durch die Gegend und hat sonst große Angst vor ihm. Auch wenn sie sich abends nur die Sachen für den nächsten Tag holt, munkelt die Crew. Zudem gefällt es Law nicht, wie sie von der Crew, das Trio ausgenommen, angesabbert wird. Schließlich erinnert sie ihn immer noch an seine Schwester. »Sie kann nicht die ganze Zeit in meinen Sachen rumlaufen. Aber eines muss ich sagen. Es ist irgendwie auf eine verdrehte Art süß. Nicht nur, dass ihr meine Sachen viel zu groß sind, sie passt sehr gut darauf auf und bringt die Sachen immer ohne einen einzigen Fleck zurück. Komm später in meine Kajüte, dann zeige ich dir, wo deine ist.« Schließt er das Thema ab und steht auf. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, geht er zur Tür, um seinen Aufgaben nachzukommen. Danke«, ertönt plötzlich die nervöse und einige Oktaven höhere Stimme der Kleinen. Kurz hält er inne, bevor er wortlos die Tür hinter sich zuzieht. Ihre Sicht. Nachdem ich sicher bin, dass Trafalgar weg ist, springe ich auf und gehe zu der Kabine von Sashi und Pinguin. Zögerlich klopfe ich an und trete ein, nachdem ich gebeten werde. »Hi«, begrüße ich die beiden unsicher und setze mich auf das Bett von Sashi. Dieser legt sofort unverbindlich einen Arm um mich und wuschelt mir durch die Haare. »Na, was gibt's Kleines?« fragt er, auch wenn ich regelmäßig hier bin und nicht immer etwas möchte. Ohne große Umschweife komme ich auf den Punkt. »Wann erreichen wir die nächste Insel?« Pinguin als Navigator antwortet mir prompt. »Spätestens morgen früh. Wieso?« »Herr Trafalgar will mir dort Sachen kaufen, weil ich seine nicht mehr tragen soll«, erkläre ich ihm und stelle erstaunt fest, dass ich bei den Zweien und Beppo kaum bis gar nicht mehr stottern muss. »Wenn du willst, kannst du ein Shirt von mir haben«, bietet mir Sashi mit gehobener Braue an. Kurz überlege ich.
Wenn Trafalgar nicht will, dass ich seine Sachen trage, dann höre ich besser sofort damit auf. Das wäre lieb. Bedanke ich mich und verbeuge mich im Sitzen, was beide zum Lachen bringt. Pinguin steht von seinem Bett auf, geht zu einem Schrank und präsentiert mir den Inhalt. Zum Vorschein kommt ein wirrer Haufen verschiedenster Klamotten, die er wahrscheinlich genauso wie Sashi unter seinem seltsamen, aber scheinbar bequemen Anzug trägt. Unentschlossen besehe ich mir die Unordnung und hebe eine Augenbraue. Sashi lacht bei meinem Blick auf, während Pinguin sich verlegen an der Wange kratzt. Meine Klamotten kannst du auch anziehen. Ich muss aber jetzt wieder an die Arbeit und auf der nächsten Insel gehen wir mit dir shoppen, versichert mir Pinguin und Sashi stimmt ihm still zu. Zusammen verlassen sie den Raum. Sashis Kleiderschrank ist um Weiten besser aufgeräumt. Kurzerhand räume ich Pinguins vollkommen aus und verbringe die nächsten 30 Minuten damit, seine Klamotten nach Art und Farbe zu sortieren. Stolz sehe ich mir die nun herrschende Ordnung an. Von Sashi nehme ich mir ein mir zu großes weißes Hemd. Ich sehe an mir runter. Du kannst bei so vielen Männern nicht immer halbnackt herumrennen, hallen die Worte des Halbgottes in meinem Kopf wieder. Genervt schnaubend gehe ich an Pinguins Schrank und suche mir eine bequeme Jogginghose raus. Zieht er im Gegensatz zu Sashi lieber bequeme Dinge an. Die Hose ist dunkelblau und unter der rechten Tasche ist ein P gesteckt. Leider sind mir auch die Sachen der beiden etwas zu groß, weswegen ich die Ärmel umkrempeln muss und die Hose so aussieht, als hätte ich sie auf 7:30 hängen. Die Hose ist von innen weich und bequem, doch Sashis Hemd drückt mir meine Brust zusammen. Ich musste regelrecht mit den Knöpfen kämpfen, um sie zu schließen. Seufzend betrachte ich mein Werk. Es wirkt, als würde das Hemd jederzeit aufplatzen. Ich öffne, trotz Trafalgars Worten, die oberen 3 Knöpfe. Wenn ich mir was abschnüre, nützt es Trafalgar auch nichts. Seine Sachen waren zwar schon eng um die Brust, aber Sashis Sachen sind echt ein Level für sich. Unter der Hose trage ich nichts weiter. Weiß ich nicht, ob das für Sashi und Pinguin in Ordnung wäre, würde ich mir Unterwäsche nehmen. Socken möchte ich mir immer noch nicht antun. Ich nehme mir einen kleinen Notizzettel, schreibe so ordentlich wie möglich »Bitteschön« drauf und klebe ihn an Pinguins Schrank. Dann falte ich sorgfältig Trafalgars Hemd und Boxershorts und begebe mich zu seiner Kajüte. Leise und unsicher klopfe ich an. Seine kalte Stimme fordert mich dazu auf, einzutreten. Schnell husche ich hinein und schließe hinter mir vorsichtig leise die Tür. Trafalgar sitzt in seiner Arbeit vertieft am Schreibtisch über einigen Papieren. Leise gehe ich auf ihn zu und lege ihm schließlich einfach seine Sachen auf den Papierkram vor seine Nase. Mit hochgezogener Augenbraue blickt er auf. Ich gehe unentschlossen auf Sicherheitsabstand. Still mustert er mich von oben bis unten. Komisch, dich mit einer Hose zu sehen, kommentiert er stockend, weswegen mir die Kinnlade aufklappt. Unerwartet beginnt er zu grinsen. Süß, denke ich nur mit leichter Röte im Gesicht. Schnell hat er sich wieder gefasst und seine Maske aufgesetzt. Deine Kajüte ist von hier aus rechts 2 weiter, neben Beppos und Sashis. Unterbricht er die Stille und mein Starren. Soweit ich weiß, war das ursprünglich Pinguins Kajüte, doch da er immer an Sashi hängt, ist er nach und nach umgezogen, dass sie nun leer steht. Du wirst Sashi beim Kochen helfen und der Crew beim Putzen, bestimmt er, worauf ich freudig nicke. Endlich habe ich eine Aufgabe. Mit einer Handbewegung scheucht er mich raus und ich gehe gleich zu meinem neuen Zuhause. Auf dem Weg begegne ich Beppo, welcher verschlafen von Deck in seine Kajüte möchte. »Teddy!« quietsche ich und springe ihm in die Arme. Auch wenn es mir der Arzt dank meiner Verletzung nicht empfehlen würde. Überrumpelt, aber freudig stinkt er seiner riesigen und flauschigen Pfoten um meinen zierlichen Körper. »Na, alles gut, Kleines?« fragt er mich grinsend. »Ja, ich habe endlich eine Aufgabe und jetzt auch ein Zuhause«, strahle ich ihn aufgeregt an und ziehe ihn unaufgefordert an der Pfote hinter mir her. Erst kommt Trafalgars Kajüte, dann folgt Beppos, meine und dann die der beiden Chaoten. Perfekt, neben den dreien zu leben. Schnell stoße ich meine neue Kajüte auf und ziehe ihn aufgeregt rein. Schnell sehe ich mich um und bleibe schließlich still stehen. Ich habe ein Stehregal, ein großes Bett, einen Schrank, einen Schreibtisch und eine Tür, vermutlich zu einem kleinen Badezimmer. Beppo legt von hinten seine Pfote auf meine Schulter. »Entschuldige, beginnt er mitfühlend, doch ich unterbreche ihn. Strahlend und mit Funkeln in den Augen drehe ich mich zu ihm um. »Guck mal, Teddy, das ist alles so schön und gemütlich. Ich habe sogar ein Bad«, brabbel ich los und laufe strahlend durch den Raum. Das Zimmer ist perfekt. Kompakt, wenig zum Aufräumen und nicht zu groß, dass ich mich einsam fühle. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Beppo mich erleichtert und liebevoll anlächelt, verträumt ansieht. »Es ist wirklich gemütlich und es freut mich, dass es dir gefällt«, meint er lieb. »Oh, Mist, ich habe vergessen, dass ich Sashi helfen muss«, klatsche ich mir die Hand vor die Stirn und sprinte humpelnd in die Küche. Zurück bleibt ein belustigt kopfschüttelnder Beppo. Leider hat Sashi bereits angefangen und für mich bleibt nur noch ein wenig Gemüse zum Schnippeln.
Ich erkläre ihm freudig, dass ich ab jetzt mithelfe und mein Zuhause neben seiner und Beppos Kajüte liegt. Dann besuch uns auch ab und an mal und wir gehen ab jetzt immer zusammen zum Essen, ja? Fragt er mich darauf und ich nicke strahlend. Ich fühle mich jetzt schon zu Hause.